Mein neues Hörspiel ist draußen. Ein Film zum Hören gibt es jetzt kostenlos in der ARD Audiothek. Was passiert, wenn man nur nach Reactions schaut? Gute Frage. Warum machen das so viele? Geld, 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 Geld. Hi, ich bin Josef. Selbstständiger Filmregisseur und Drehbuchautor. Neben meinen Videos für diesen Kanal produziere ich auch Reaction-Content aus der Sicht eines Filmemachers und interviewe andere Kunstschaffende. Aber was passiert mit mir, wenn ich nur noch Videos schaue, auf die andere reagieren? Welche Videos kann ich schauen? Nehme ich was mit? Und was macht es mit mir? Als Reaction bezeichnet man im Internet Streams oder Videos, in denen Menschen auf Videos, Livestreams oder Events reagieren. Sie teilen ihre Meinung, diskutieren über Inhalte oder genießen einfach ohne viele Worte und veröffentlichen meist eine geschnittene Version des Ganzen als Highlight. Plattformen wie TikTok haben die Reaction-Funktion schon seit 2018 standardmäßig mit in die App gebaut. Und da Reaction-Content so einfach zu produzieren ist, wird es aktuell nicht weniger, sondern immer mehr. Und warum schauen wir uns das Ganze an? Ihr sagt, die Gründe sind vielfältig. Etwa um etwas zusammenzuschauen, nicht alleine zu sein, um einen Mehrwert durch Expertise und Hintergrundinfos zu erhalten, weil man die Person mag, die das Video schaut, um sich eine Meinung bilden zu können bei komplexen Themen oder auch um dabei zu sein, wie jemand etwas zum allerersten Mal sieht oder hört, was wir schon kennen und dadurch diesen Moment des ersten Mals erneut fühlen können. Im Kern geht es immer um Emotionen und das sieht man auch in den Thumbnails der Reaction-Kanäle. Wie fühlt sich diese Person, die zum allerersten Mal meinen Lieblingssong hört? Was sagt dieser Mensch über dieses kontroverse Video? Wir erleben ein erstes Mal, einen frischen neuen Blick auf etwas, das wir meistens schon kennen und daher eine bestimmte Erwartung an die Reaktion haben. Okay, was schaue ich mir an? Die Auswahl an Reactions ist riesig, aber die Inhalte, auf die reagiert wird, nicht unbedingt. Da wird meistens auf Trends reagiert. Das heißt, ich wähle viel weniger aus, was ich inhaltlich gucke, sondern mit wem ich was gucke. Wir schauen etwas zusammen, obwohl wir alleine sind. Laut dem Medienwissenschaftler Prof. Dr. Rolf Nohr suchen wir in Reactions die Gemeinschaft anderer. Wir wollen sicher gehen, dass wir nicht allein sind mit unserer Meinung oder dem, was uns begeistert. Der soziale Aspekt von Reactions ist hier ausschlaggebend, ob direkt in Livestreams oder später als geschnittenes Video. Und hier greift auch der Aspekt von Gruppendynamik. Ich weiß nicht warum, aber dadurch, dass irgendwie mehr Leute da sind, habe ich irgendwie mehr Emotionen manchmal. Dass ich irgendwie mehr Traurigkeit oder auch mehr Spaß empfinde bei einem Video, wenn halt irgendwie noch wer dabei ist, als wenn ich jetzt komplett alleine gucken würde. Wenn wir einen Film im Kino oder ein Stand-up auf der Bühne sehen, fühlen wir in der Gruppe mehr. Wir teilen die Emotionen miteinander und das führt zu einer Verstärkung unserer Gefühle. Dabei kann es sogar vorkommen, dass wir über etwas laut lachen, das wir alleine gar nicht so lustig finden würden. Während ich hier weiter nach Videos suche, in diesem schönen neuen Hoodie, den es jetzt in meinem Shop gibt, habe ich die Profis gefragt, wie sie aussuchen, worauf sie reagieren. Das hat 3 Komponenten eigentlich. Erstens, interessiert mich das Video? Wenn nein, reagiere ich nicht drauf. Zweitens, interessiert es den Zuschauer? Wenn nein, reagiere ich nicht drauf. Drittens, kann ich irgendwas zu dem Video beitragen? Wenn nein, reagiere ich nicht drauf. Also ich persönlich mache das ganz spontan, also einfach ich streame währenddessen und dann schaue ich einfach, was die Zuschauer so vorschlagen oder was eben meine Outbox ist oder auf meiner Startseite. Ich habe tatsächlich einen eigenen Browser, nur für meine Reactions, so dass ich gar nicht auswählen muss, was ich mir angucke, sondern die Maschine, also den sogenannten Algorithmus, für mich arbeiten lasse. Reactions tragen inzwischen auch immer mehr zur Urteilsfindung und Meinungsbildung bei, sagt die Wissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut. Ich habe heute über 2 Stunden lang Reactions geschaut und das war echt interessant, weil ich habe immer die Meinung von Leuten mitbekommen und erfahre dadurch auch viel über deren Haltung. Das war ganz spannend. Wir suchen den Blickwinkel der anderen und gleichen unsere Haltung damit ab. Dabei hilft auch, dass Reaction-Content oft keine direkte Kritik ist, sondern Menschen ja nur reagieren und nicht mit großer Distanz kritisieren, sondern ihr Feedback direkt und emotional ist. Das macht sie für uns glaubwürdiger, sagt die Medienwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut. Was ist so reizvoll an Reactions? Mit Leuten das ganze Video zu schauen, sage ich immer, ist ein bisschen wie Kino, nur keiner schreit und nervt. Für mich gerade auch bei Serien, die kein anderer aus meinem Freundeskreis irgendwie gut findet oder geguckt hat, hat man dann trotzdem noch so im Internet jemanden, mit dem man sich quasi austauschen kann, wo man Feedback bekommt. Was auch reizvoll an Reactions ist, was sagen bestimmte Leute zu bestimmten Themen. Ich gucke nicht einfach zum Beispiel jedes Video von einem Unge, aber manchmal gucke ich Videos von einem Unge, wenn ich denke, oh, der hat da vielleicht eine interessante Meinung zu. Ist halt einfach eine Reaktion, nochmal eine Erweiterung zum Originalvideo, was ja eigentlich sehr schade ist, weil das Originalvideo, da war die meiste Arbeit drin, aber naja, ist halt wie es ist. Reactions können uns als Zuschauenden auch neue Perspektiven eröffnen, die einen wirklichen Mehrwert bieten. Sie können aber auch genau das Gegenteil.
Ich habe sehr viel über die FIFA und ihre Machenschaften in Katar gelernt. Ich habe super viel über Umwelt, Pflanzen und Tiere gelernt. Es gibt aber auch erschreckend viele Reactions, wo Leute einfach nur da sitzen und ab und zu mal lachen oder sagen, wie cool das Video ist. Also da ist der Mehrwert gleich 0. Und trotzdem sind die voll monetarisiert. Das heißt, die verdienen Geld mit dem Content von jemand anderem, den sie sich dann angucken. Und ich habe sogar 2 gesehen, die auch noch eigene Werbung gemacht haben für Produkte. Also die hatten in ihren Reactions noch Dinge, die sie vorgestellt haben, die man kaufen konnte. Und die Original-Creator haben davon gar nichts. Ja, vielleicht Reichweite. Varion ist ja so erst richtig bekannt geworden. Erst von SEO entdeckt und dann einmal durch die Reactions von Leuten wie Unge, Revi und die Pietz gereicht worden und hat es in 2 Monaten von 10.000 Abonnenten auf über 1 Million geschafft. Ich habe in meinen Daten nicht sehen können, dass Reactions die Views auf das Video, auf das reacted wurde, steigern. Umgekehrt passiert das vielleicht, dass Leute sich ein Originalvideo angucken und dann nochmal eine Reaction, weil sie auch irgendwie wissen wollen, was ihr Lieblingscreator zu dem Thema denkt. Aber wenn ich die Meinung von jemandem schon gehört habe und das gesamte Video schon gesehen habe, warum sollte ich mir dann nochmal das Original angucken, ohne die extra Meinung on top? Ich kriege ja weniger Content, als das ich gerade schon angeguckt habe. Ich würde aber sagen, dass Reactions schon zu der generellen Bekanntheit von einem Creator beitragen. Das heißt, ich glaube, Reactions haben so einen verzögerten Effekt. Das funktioniert nicht direkt bei dem Video, es ist vielleicht sogar schlecht für die Performance von diesem individuellen Video, aber langfristig sind Reactions gut und das war auch das Ergebnis von der Umfrage, die ich gemacht habe bei meinem Video zu dem Thema. Da haben ganz viele drunter geschrieben, ich habe dich kennengelernt durch die Reaction von dem Kanal und so weiter. Robins Videos erreichen meist 300.000 Aufrufe auf seinem Kanal und mehrere Millionen über Reactions. An diesen verdient er nichts und die anderen oft noch viel mehr als er für seine Videos pro Klick, da die Werbung auf den großen Kanälen mehr wert ist. Dass ein Reaction-Split mehr als fair ist, sagen inzwischen selbst die meisten Reactor. Extremer ist es allerdings mit zusätzlichen Placements in Reaction-Videos, bei denen manchmal sogar die Original-Placements rausgeschnitten werden und durch eigene ersetzt werden. Entweder weil man selbst für ein Konkurrenzprodukt wirbt oder einfach weil man keine Werbung in seiner Reaction haben will, außer der eigenen. Ich persönlich finde das mega daneben, weil man der Erstellerin oder dem Ersteller des Videos damit die zusätzliche Reichweite nimmt und nur für sich selber ausnutzt. Wer ein Konkurrenzprodukt hat, kann halt einfach nicht auf bestimmte Videos reagieren oder er lässt die Werbung drin. Oder man macht es wie Stay, der Werbung auch noch einordnet, wenn er sie kritisch sieht und damit definitiv eins macht, eine Eigenleistung abliefern. Was denkt ihr, Chat? Ein bisschen was zur Werbung sagen. Ist das genug Eigenleistung oder trotzdem Content-Klau? Psst, ihr wollt unabhängig von eurem Standort eure Lieblingsserien sehen, obwohl ihr im Ausland seid? Ja, da wackelt die Wand! Ich nutze NordVPN Selber seit bereits 3 Jahren und hat es mir geschadet? Nein! An das Video erinnere ich mich, da wollte ich eine richtig abgedrehte Stimmung erzeugen. Das ist nicht bei jedem Anbieter machbar, aber NordVPN lässt einen so ziemlich alles machen in diesen Placements. Und ich gebe einen ordentlichen Rabatt. Nicht 30, nicht 40. Das ist übrigens auch bekloppt, dieser Link, der ist jetzt ja seit 4 oder 5 Jahren der gleiche und so lange nutze ich tatsächlich das auch schon. Bin schon sehr happy damit. 6 Geräte gleichzeitig verbinden, kompatibel mit Windows, Mac, Linux, Android. Ich habe das, glaube ich, fast 2 Jahre benutzt, bevor ich das erste Mal mit denen zusammengearbeitet habe. 90% der Zeit zum Geoblocken, das ist einfach super geil. Ich kann halt Filme auf Netflix gucken, die es eigentlich nicht für Deutschland gibt. Das ist ja unfassbar! Hier boxt der Papst im Kettenhemd! Und zu jedem 2-Jahres-Paket gibt's von mir 3 kostenlose Monate dazu unter nordvpn.com/thechangeman. Ach komm, ich mach 4 draus. Völlig überdreht. 4 Monate kostenlos on top und wem das nicht gefällt, der bekommt nach 30 Tagen auf Wunsch sein Geld zurück. Rasier mir den Fuß und nenn mich Hannelore. Was willst du denn noch? Was war das für ein Level an Irrsinn? nordvpn.com/thechangeman. Da schwitzt ihr alles aus, was eure Eltern versoffen haben. Und wer noch mehr wissen will, checkt den YouTube-Kanal von NordVPN. Okay, und wie hoch war jetzt mein Eigenanteil in diesen 60 Sekunden? Damit wäre diese Reaction übel. Das sind alles Reaktionen auf etwas, was ich sehe. Genau wie meine Reaktionen sind auch Reactions sehr vielfältig. Manche Reactions gehen sogar sehr in die Tiefe. Vor allem, wenn Menschen über Dinge sprechen, bei denen sie eine Expertise haben. Andere sitzen nur da und lachen ab und zu. Diese Reactions sind dann kaum länger als das Original selbst und haben damit ein Problem. Es sind Urheberrechtsverletzungen, sagt der Medienrechtsanwalt Christian Solmecke. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland führt er aus, dass es nur eine Ausnahme gebe, in der das Reagieren wirklich legal sei. Das Zitierrecht. Man braucht eine konkrete Eigenleistung und muss sich inhaltlich mit dem Video auseinandersetzen. Fremde Videos werden oft nur als besonders lustig, schockierend oder erstaunlich kommentiert. Ein selbstständiges neues Werk entsteht dadurch zumeist nicht, sagt der Medienanwalt Christian Solmecke. Müssen Reactions denn abgesehen vom rechtlichen Rahmen immer einen Mehrwert haben? Vielleicht geht es manchen Menschen wirklich nur um die Geselligkeit einer anwesenden Person im Bild, die da ist, ohne viel zu sagen. Diesbezüglich war Mukbang ja auch ein krasser Trend.
Die Geselligkeit, die Reactions vermitteln, ist nicht neu. Serien wie How I Met Your Mother, Friends, Seinfeld, Blackish oder auch Gilmore Girls schauen wir gerne über endlose Staffeln hinweg immer wieder. Sie werden wie unsere Familie. Gerade bei How I Met Your Mother oder Friends zieht das Zusammensein besonders stark, da dieser fiktive Freundeskreis sich in absurder Regelmäßigkeit trifft. Im echten Leben sieht man seine Freunde eigentlich nicht so oft, aber in unseren Lieblingsserien sind sie immer da. Und genau das wird für mich im Laufe des Experiments zu einem echten Problem. Was macht es mit mir? Es wird gerade zunehmend anstrengend, weil ich das Gefühl habe, dass ich gar keine Zeit mehr für mich und meine Gedanken habe. Ich bin irgendwie nie so richtig allein. Das klingt ein bisschen albern, aber irgendwie ist immer jemand da. Ich gucke super gerne Filme und lasse Dinge auf mich wirken und das ist gerade einfach nicht drin. Ja gut, aber ich glaube, kaum jemand ist so neugierig und will rausfinden, was passiert, wenn man nur noch Reactions guckt. Das passiert. Ist super nervig. Und weil ich Filme so vermisse, versuche ich Reactions zu ganzen Filmen zu finden. Ich habe den kapitalen Fehler gemacht und habe versucht, einen Film als Reaction zu gucken. Ich wollte Aliens sehen, den zweiten Teil der Alien-Reihe, und der ist als Reaction nur noch 55 Minuten lang, bei einem Film, der über 2 Stunden geht. Warum? Weil die alles rausschneiden, worauf sie nicht spannend reagieren können. Film-Reactions machen mir, glaube ich, mega Spaß, wenn Filmschaffende die machen und über ihre eigenen Werke sprechen. Aber so, das war wirklich richtig schlechte Laune-Content für mich. Filme zu produzieren ist schwere Arbeit. Der gesamte Prozess zieht sich oft über Jahre und es sind viele Menschen, viel Zeit und oft auch viel Geld nötig, damit die Magie von Filmen entstehen kann. Wie viel Arbeit steckt in einem fertigen Reaction-Video, das auf YouTube landet? Also insgesamt würde ich sagen 6 bis 7 Stunden für 5 bis 7 Reactions. Von der Zeit her würde ich halt sagen, Thumbnail 1-2 Stunden und die Reaktion halt so lange, wie sie dauert, halt mal 2 das Ganze ungefähr. Also wenn es eine 60-Minuten-Reaktion ist, kann so ein Rohschnitt schon mal 2 Stunden dauern. Wie wenn es um so Meinungsverschiedenheiten oder Beefs oder irgendein kontroverseres Thema manchmal geht, informiere ich mich im Vorfeld noch und dann kann halt auch so eine Vorbereitung schon mal so eine halbe Stunde bis Stunde gehen und dann halt nochmal halbe Stunde bis Stunde Reaction. Die Zeit, die mein Cutter Pitt reinsteckt, seht ihr jetzt in seiner Antwort. Also wenn man ein 18 Minuten Video hat, dann schneidet man ungefähr 18 Minuten daran. Insgesamt an so Reaction-Videos sitze ich um die 1 Stunde bis 2 Stunden 30. Der Aufwand hält sich also in Grenzen. Aber eins müssen Reaction-Creator dennoch können: unterhalten und improvisieren. Indem sie ein Publikum begeistern, sorgen sie dafür, dass Menschen immer wieder auf ihre Videos klicken und sie damit Geld verdienen. Lohnt sich das eigentlich finanziell? Ja, ich verdiene mit meinen Reactions sehr gutes Geld. Ist absolut unangebracht für das, was ich da an Leistung reinstecke. Das ist mir bewusst. Das hängt auf jeden Fall davon ab, auf was für Content man reagiert. Bei mir ist es so, ich mache Reaction-Videos auf Musik. Bedeutet, es wird relativ viel geclaimed, einfach weil die Plattenfirmen sagen, hey, da läuft unser Song, im Gegenzug hätten wir gerne die Einnahmen davon. Das ist auch völlig fein für mich. Ich kann von den Reactions einen durchaus weit weg vom Mindestlohn bezahlten Vollzeitjob erschaffen. Ich zum Beispiel reagiere erst auf Twitch, lade dann diese 5 Reactions auf YouTube hoch, also 5 Titel, die dann nochmal separat monetarisierbar sind. Das heißt, ich habe in 2 Stunden mit den Videos 6 separate Inhalte. Wir nennen es selber Kreativrecycling, was super sein kann, aber natürlich auch dazu führt, dass dieser ganze Nebel im Online-Sumpf immer dichter wird und es immer schwieriger wird, wirklich absolut relevanten, wichtigen oder großartigen Content die Aufmerksamkeit zu geben, die dieser Content vielleicht auch verdient. Und am Ende der Woche freue ich mich so extrem darauf, wieder Filme schauen zu dürfen. Und YouTube. Und zwar alleine. Nach einer Woche gefühlt immer unter Leuten sein zu müssen, genieße ich das positive, einsame Erleben von Medien, ohne dass jemand pausiert oder dazwischen redet. Kein Mehrwert, einfach nur ein Video. Keine Hintergrundinfos, einfach nur ein Film. Kein Pausieren, einfach nur Musik hören. Jede Generation bekommt den Content, den sie... Schönes Video. Schönes Video. Danke für eure Donations dieses Jahr auf allen Plattformen. Bin jetzt auch bei Steady und ja, wir gucken das nächste Video. Heimlich still und leise, wenn du mich fragst, bist du viel zu. Du fragst mich aber nicht, denn du bist gut so wie du bist. Es hört nicht auf. Egal wie laut man schweigt, denn es will raus. Und das wird leichter, wenn man schreit. Und das wird leichter, wenn man schreit.